Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video über den Korg Kronos. Lasst mir doch ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen und am besten klickt ihr auch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Mich hat eine Anfrage erreicht, die sehr interessant ist, und zwar wie man einen rhythmischen Loop erstellt, der auf der 2 und auf der 4 einen Glockenklang von sich gibt. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten und zwei davon möchte ich euch heute einmal zeigen. Einmal den Drumtrack in der Performance, wenn ihr den nicht für den Klick braucht, und wie das Ganze über die HD1 Engine mit dem Wave Sequencer funktioniert. Viel Spaß dabei! Wir fangen mit dem Drumtrack-Beispiel an und dafür gehen wir als erstes mal in eine Initial Kombi. Wir gehen jetzt als erstes mal in den Drumtrack rein, den ich schon an anderer Stelle erklärt habe, und sehen hier, dass dieser auf dem Kanal MIDI Channel 02 läuft. Dann wählen wir ein Preset aus, das habe ich mir vorher schon überlegt. Das wird ein Rock Preset, weil ich weiß, dass die Snare dort auf 2 und 4 gut funktioniert. Den Mode lassen wir auf Start Immediately stehen, damit der sofort losläuft, wenn wir den Startknopf drücken, und Sync stellen wir auf On. Dann wählen wir in Timbre 2 noch ein Schlagzeug aus. Timbre 2, weil das bei mir im Moment der Channel 2 ist, damit wir auch hören, was da passiert. Wir hören jetzt, dass die Snare gleichmäßig auf der 2 und der 4 durchläuft, die Bassdrum läuft auf der 1 und der 3, allerdings haben wir alle 4 Takte ein Break mit der Bassdrum, also einmal Double Bass. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt auf die Snare. Man kann natürlich auch ein User Drum Track und ein User Pattern erstellen, das zeige ich an anderer Stelle, damit umgeht man das Problem mit dem Break. Jetzt müssen wir gucken, auf welcher Note die Snare liegt. Dazu gehen wir in den MIDI-Filterzonenbereich und gucken uns mal die Zonen an und schränken diese mal ein, um das zu testen. Ich weiß jetzt, dass das irgendwo ums Dis rumliegen muss, aber leider nicht ums Dis 2, also gehen wir mal Richtung Dis 3 und gucken, ob es da passiert. Okay, also irgendwo da drunter. Jetzt haben wir die 1, 2, 3 und 4. Und jetzt haben wir nur noch die 2 und die 4. Der Wunsch des Users war es, jetzt eine Glocke auf der 2 und der 4 zu haben. Also wählen wir jetzt als Sound statt dem Schlagzeug einfach mal eine x-beliebige Glocke aus und schauen, was passiert. Da wir uns ja jetzt nur in dem Tastaturbereich der Snare befinden, ertönt die Glocke jetzt auf 2 und 4. Die kann man jetzt natürlich auch munter transponieren, wenn einem der Sound nicht gefällt, oder einfach einen anderen Sound wählen. Das Ganze funktioniert jetzt natürlich nur, wenn ich den Drumtrack nicht noch für andere Sachen brauche, zur Begleitung oder als Klick, wie ich das mache für unseren Schlagzeuger. Und deswegen zeige ich euch jetzt noch eine Variante mit dem Wave Sequencer. Und zwar gehen wir dafür in den Global Mode, kommen dann in dieser Ansicht raus und gehen dann auf Wave Sequenz. Dann wählen wir hier oben eine leere User Wave Sequenz. Auf den Wave Sequencer gehen wir nochmal in einem neuen Video genauer drauf ein. Jetzt wählen wir erstmal Loop End Step 4 und vorne beim Wave Sequenz auch als End Step 4, weil ich ja 1 bis 4 haben möchte. Dann wechsle ich in den Reiter Step Parameter, ziehe dann das Volumen, also Level der Steps 1 und 3, weil ich ja nur 2 und 4 haben möchte, runter und klicke oben rechts auf Tempo, damit ich eine Tempoeinheit habe und keine Zeiteinheit, und ändere die Länge auf Viertel. Ich kann natürlich auch jede andere beliebige Notenlänge wählen und natürlich auch mehr Steps wählen, wenn ich mehr brauche oder andere Zusammensetzungen. Mein Loop wird jetzt auf den Zählzeiten 2 und 4 erklingen. Und kann hier jetzt einen Wave-File auswählen. Ich nehme hier jetzt auch einfach mal einen Sound als Beispiel. Da könnt ihr natürlich auswählen, was ihr wollt. Es macht natürlich Sinn, das auf den aktiven Zählzeiten zu machen und nicht auf denen, die sowieso nicht erklingen. Ich mache das jetzt mal eben für alle 4. Jetzt hört man den Sound, den ich gewählt habe, immer auf der 2 und der 4. Um das nochmal zu verdeutlichen, wähle ich jetzt für die Zählzeiten 1 und 3 ein Piano. Nochmal etwas deutlicher. Jetzt
Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, diese Mono-ROM-Samples auszuwählen, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Dann kann ich auch Stereo-Samples auswählen. Ich kann aber auch meine eigenen Samples auswählen. Jetzt gerade habe ich keine drin, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Oder auch die Samples aus den ganzen EXS-Varianten. Jetzt nehmen wir die 1 und die 3 mal wieder raus, weil wir die ja nicht brauchen, sondern nur die 2 und die 4. Und speichern das Ganze mal auf einem leeren Speicherplatz, den wir uns gut merken können. Was ich jetzt nicht gezeigt habe leider ist, es ist sinnvoll, wenn wir aus einem Programm starten, dessen Sound wir nachher benutzen wollen und dort schauen, welches Sample genutzt wird. Dann kann ich das gleiche Sample in der Wave-Sequenz benutzen und es dann auch wieder in diesen Sound einfügen, also in das Programm. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispielprogramm, in dem ich das zeige. Ihr könnt dann natürlich auch das nehmen, wie gesagt, wo ihr euch den Sound ausgesucht habt. Ich nehme jetzt ein Initial Program, dann gehe ich auf OSC Pitch. Hier kann ich auch das Sample sehen, welches ich benutzt habe, gehe dann auf Wave-Sequenz und wähle dann die Wave-Sequenz aus unter User, die ich vorhin erstellt habe. Der Sound kommt jetzt natürlich auf jeder Taste. Wenn ich das Programm in der Performance benutze, muss ich das dann natürlich entsprechend einschränken. Wenn ich einen Loop haben möchte, gehe ich unter Basic Vector, klicke Hold an. Jetzt läuft der Sound als Loop durch. Ja, das wäre die zweite Möglichkeit gewesen. Dann gibt es noch die Möglichkeit über den Step-Sequencer, den ich ja schon in einem anderen Video gezeigt habe und auch gleich nochmal verlinken werde am Ende. Man könnte das Ganze über Sampling lösen, dann bin ich allerdings tempoabhängig, kann das Tempo nicht mehr ändern. Ich denke, mit dem Wave-Sequencer macht man schon nichts falsch. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Video. Bei Fragen meldet euch gern bei mir. Tschüss!